Die Technische Universität Wien. Ein mysteriöser und beinahe unerforschter Ort voller Leben. Architektonische Meisterwerke bilden das Fundament einer Zivilisation, welche sich über die Jahre an die herben Bedingungen in diesen unwirklichen Lebensraum angepasst haben. Manche behaupten, diese Einsiedler verbringen ihr ganzes Leben an ihrer Universität. Doch internationale Flaggen zeugen von Kontakten zur Außenwelt. »25. Juni 2018, 8 Uhr morgens. Ein ganz normaler Unitag nimmt seinen Lauf. Wir begleiten unser sehr erfahrenes Filmteam in das Herz der TU Wien, die Resselgasse 4. Nur wenige Außenstehende haben es bis jetzt gewagt, in dieses unwirtliche Gebiet vorzudringen, um die Lebensgewohnheiten zu dokumentieren. Nach langer Planung und eingehender Vorbereitung haben wir unser eigenes Expeditionsteam zu diesem weißen Fleck auf dem Stadtplan Wiens entsendet. Um die Chancen einer erfolgreichen Kontaktaufnahme zu erhöhen, haben wir Expertin und Sozialanthropologin Frau Dr. Elisabeth Amelie Valerie Garbsch konsultiert. Mit Hilfe ihrer empirischen Erfahrung werden wir unsere erste Annäherung wagen. Das natürliche Habitat der TUler sind alle Räumlichkeiten der Technischen Uni Wien rund um den Karlsplatz verteilt. Sie sind im Allgemeinen nicht wie andere Studenten schon früh morgens um etwa 8 Uhr anzutreffen, sondern gewöhnlich erst so nach 10, 11 Uhr begegnet man mal einem TUler in freier Wildbahn und außerhalb der Räume, was selten vorkommt, vermeiden sie den Blickkontakt. Man muss sie aktiv ansprechen und sie so zu einem Gespräch verlocken. Warum studierst du auf der TU? Gute Frage. Weil mir Pharmazie nicht gefallen hat und ich dann mir gedacht habe, so ja okay, mach mal was anderes statt auf der TU was. Diese zunächst erfolgreiche Kontaktaufnahme scheitert am angeblichen Prüfungsstress, was weitere Fragen unmöglich machte. Werden auch die nachfolgenden Versuche scheitern? Ja. Wenn Sie tatsächlich das Glück haben, einen TUler in freier Wildbahn anzutreffen, empfehle ich es Ihnen, die Stimmung aufzulockern, um die Wahrscheinlichkeit des Weglaufens zu mindern. Am besten eignet sich hierfür ein intellektueller Witz, der die Inhalte des TU-Lebens thematisiert. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Was macht ein Informatiker mit seinen Mädchen? Speichern. Uploaden. Get string from object. Unsere Witze führten zu verwirrten und abwertenden Blicken. Erzählt unsere Forscherin einfach schlecht Witze? Oder sind die Witze einfach schlecht? Wir geben nicht auf. Trotz unseres mehrtägigen Aufenthalts haben wir noch kein Exemplar der berüchtigsten Subgruppe der TU-Studenten angetroffen. Einen Informatiker. Der Informatiker ist unserem Filmteam erstaunlicherweise entwischt. Das Team versucht nochmals, den Informatiker vor die Kamera zu bekommen. Ja, gibt es irgendwas, das TUler jetzt so anlockt im Speziellen, was sie besonders gerne mögen? Aufgrund finanzieller Notstände werden Studenten im Allgemeinen, muss man sagen, nicht nur TUler, oft von Gratisprodukten angelockt. Besonders beliebt sind koffeinhaltige Getränke wieder, das ist sehr essentiell für einen Studenten. Stunden vergehen, ohne berichtenswerte Ereignisse.
Die Geduld des Teams lässt langsam nach. Doch scheinbar tut sich etwas. Die Mateflasche wurde ausgetrunken, doch der Informatiker ist dem Filmteam wieder durch die Lappen gegangen. Es ist Zeit, zu neuen Mitteln zu greifen. Aufgrund der Anhäufung der Studenten auf Festivitäten der TU, wie zum Beispiel dem Hoffest, ist dort die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Individuen, einen Partner zu finden, besonders hoch. Auch andere Faktoren wie zum Beispiel Alkohol sind wichtig. Dieser senkt die Hemmschwelle. Auf der Suche nach Interviewpartner. Im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen Artgenossen machen sie das jedoch nicht aus Lustgründen, sondern wirklich ausschließlich zur Reproduktion. Oh. Darf ich ein Interview? Oder kann ich Nein. Nein, kann. Darf ich ein Interview von dir machen? Natürlich darfst du ein Interview schon mal machen. Wie zieht ein Informatiker seine Mädchen aus? Get string from object. Oh! Was studierst du? Polizistik. Nein, Informatik. Oh! Was haltest du von der TU? Nur das Beste. Wir vermuten, dass hinter dieser Aussage Sarkasmus steckt. Wir konnten an diesem Abend aus unerfindlichen Gründen keine weiteren Interviews mehr drehen. Wir haben in unserer Zeit hier sehr viel über die Lebensweisen in dieser unwirtlichen Umgebung gelernt. Quasi alle unsere Fragen bleiben unbeantwortet. TUler bleiben ein Mysterium, das es für zukünftige Forscher zu entdecken gilt. Vielleicht haben diese dann auch mehr Budget als wir. Eigentlich hat sich nichts Weltbewegendes herausgestellt. Es hat vielleicht schon einen Grund, warum wir keine Sponsoren gefunden haben. Das faszinierende Universum der Technischen Universität Wien bleibt nach wie vor ein Geheimnis und wird noch viele weitere Generationen in seinen Bann ziehen. Extended version coming soon.